Liebe Zweiradgemeinde, ich begrüße euch. Und zwar zum letzten Video unserer Reise entlang der Deutschen Alpenstraße. Ja, ich weiß. Aber da müssen wir jetzt leider zusammen durch. Zu Beginn erkunden wir Schloss Herrenchiemsee, ehe es wieder zurück in die Berge und rüber ins Berchtesgadener Land geht. Dort gehen wir erst einmal baden, die Stimmung ist ziemlich im Keller. Doch wir lassen uns davon nicht unterkriegen und starten am nächsten Morgen erst zum Königssee und dann zur Rossfeld-Panoramastraße als großem Finale der Tour. Los geht's! Ach Ludwig, wir werden dich in diesem Urlaub einfach nicht los. Moin moin ihr Landratten und Grüße vom Chiemsee. Wir sind auf großer Überfahrt rüber auf die größte Insel des Sees und zum gleichnamigen Schloss, welches für unseren alten Bekannten Ludwig II. Erbaut wurde, Herrenchiemsee. Diese bescheidene Behausung wurde einst als verkleinerte Kopie von Schloss Versailles in Auftrag gegeben, denn, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Schlösser und Burgen kann man schließlich nie genug haben. Auch wenn er, genau wie in Neuschwanstein, nur wenige Tage hier gelebt hat, denn das Schloss wurde bedingt durch den frühen Tod des Königs nie wirklich fertiggestellt. Aber auch wenn die Insel früher sicherlich um einiges natürlicher und weniger in rechteckige Formen geschnitten war, so hat Ludwig die Insel doch in gewisser Weise trotzdem gerettet. Denn nachdem das bis 1803 hier ansässige Kloster aufgegeben wurde, wollten ein paar pfiffige Kaufleute den Wald der Insel roden und das Holz verkaufen. Und selbst heute stehen hier noch 156 Hektar Wald. Die Einheimischen protestierten gegen diese Pläne, wodurch schließlich auch der König auf die Insel aufmerksam wurde und der Rest ist Geschichte. Was passiert aber, wenn es im Schloss oder auf der Insel, auf der immerhin 18 Menschen permanent leben, mal brennen sollte? Dann kommt die Inselfeuerwehr. Richtig gehört, die Insel hat eine eigene Löschgruppe mit eigenen Fahrzeugen. Die Mannschaft setzt sich sowohl aus Bewohnern der Insel als auch Angestellten zusammen, Verstärkung kommt dann vom Festland und zwar mit einem feuerwehreigenen Mannschaftstransportboot. Und immerhin genug Löschwasser ist auf der Insel reichlich vorhanden. So, damit genug in rechte Winkel geschnittene Natur, es wird wieder Zeit für Rauswetter und Berge. Und von beidem bekommen wir jetzt mehr als genug. Denn kaum sind wir wieder zurück auf der Alpenstraße, da fängt es auch schon immer stärker an zu regnen. Der Ausblick am Horizont verheißt nichts Gutes. Wir machen uns daher erstmal regenfest. Für Kathi ändert sich dabei eigentlich nichts, denn sie hat zum Schutz vor dem Fahrtwind so gut wie immer die Regensachen an. Und während wir so durch die Chiemgauer Alpen rüber ins Berchtesgadener Land fahren, öffnet der Himmel freundlicherweise seine Schleusen für uns. Mal mehr, mal weniger, später aber immer mehr. Aber das Highlight des Tages kommt erst noch. In bester Tradition unserer Reise kommen wir nämlich kurz vor Erreichen des Campingplatzes an eine Vollsperrung. Könnt ihr es euch schon denken? Ja genau, die Folge ist ein riesen Umweg über Bad Reichenhall, also genau dahin, wo es auch zufällig am stärksten regnet. Vielen lieben Dank. Ja, hat einen Dreck. Nur jetzt natürlich im Regen das Zelt aufbauen ist. Ja, das soll ja laut Regenradar-Forecast auch bald wieder aufhören. Ich frage mal dann, ob die einen Aufenthaltsraum haben. So. Und dann setzen wir uns da erstmal rein und wärmen uns was auf, weil ich habe nur noch ein T-Shirt hier drunter. Das ist für mich ja mittlerweile ein bisschen kalt bei 10 Grad. Boah, was für ein Wetter. Kalt ist es. Junge, Junge.
Aber wie immer hatten wir wieder eine Baustelle, ne? Ja. Wie immer. Wir wären in 8 Kilometern da gewesen, jetzt muss man wieder 20 Kilometer Umweg fahren. Ja, da bin ich schon eigentlich fast dran gewöhnt. Ja. Ich frage mich auch, warum mich das überhaupt noch wundert. Oder warum es mich immer noch ärgert. Und man kann doch eigentlich sagen, ja, es wird so sein. Ja, es kommt eh so, genau. Bereits nass bis auf den Lendenschurz bauen wir unsere Behausung auf. Meine Laune hat zu diesem Zeitpunkt ihren Tiefpunkt erreicht, und zwar den tiefsten Punkt der gesamten Tour. Zu allem Überfluss weicht die Nässe auch den Wundschorf meiner genähten Hand wieder auf. Ich habe ernste Sorgen, dass sich die Wunde wieder öffnet. Vor allem, da es meine starke Hand betrifft und ich entsprechend viel damit arbeite. Nachdem das äußere Zelt steht, setzen wir uns erstmal unter ein Vordach des Sanitärhauses, legen uns so gut es geht trocken und essen etwas. Erst gute 2 Stunden später lässt der Regen nach, sodass Kati endlich das Innenzelt einbauen kann. Ausgerechnet zum Ende der Tour muss das Wetter nochmal so sehr umschlagen. Schon wieder werde ich beim Essen gefilmt. Ja, wie immer. Oh Jön. Ja, ihr hört es im Hintergrund, wir haben jetzt ein kleines Problemchen. Letzter Tag, eigentlich Endspurt. Wird's mal aufhören, alles nass zu machen. Eigentlich Endspurt. Ja, es pisst die ganze Nacht durch. Es ist kalt. Wir warten jetzt gerade noch eine trockene Passage ab, um das Zelt einigermaßen trocken reinzukriegen. Aber ich glaube, das können wir eh vergessen. Und dann heißt es Regenponcho an und zurück auf den Hobel. Premiere! Ja, das erste Mal in meinem Regenponcho. Denn die Überlegung war auch jetzt schon abzubrechen und wieder Richtung Festland zu fahren oder Richtung Tiefland. Wir sind hier ja irgendwo auf 1000 Metern oder so. Aber das geht nicht. Es stehen noch 3 Ziele an auf dem Plan. Mindestens 2 davon wollen wir gesehen haben, nämlich Königssee und Rossfeld-Panoramastraße. Kehlsteinhaus kann ich auch darauf verzichten, zur Not, wenn man eh nichts sieht. Naja, aber die müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen, so als Abschluss der Tour. So, dann klaue ich Kathi mal ihre Brezel und dann packen wir hier mal ein. Damit starten wir an den letzten Tag der Tour. Nur noch ein paar Mal Gas geben und wir haben die gesamten 484 Kilometer der Alpenstraße bewältigt. Noch sind wir halbwegs trocken unterwegs, hoffen wir das Beste. Entlang der wolkenverhangenen Berge schrauben wir uns runter ins Tal. Es ist nass, kalt und entsprechend rutschig, daher zum Warmwerden lieber noch etwas langsamer. Erstes Ziel des Tages ist der Königssee und hier bewahrheitet sich einmal mehr der Spruch, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben ja bei den Scheidegger Wasserfällen bereits bemerkt, dass man hier in Bayern öfter mal geschröpft wird. Und dass am Königssee auch alles etwas teurer ist, hey, keine Frage, das weiß wohl quer durch die Republik wirklich jeder. Aber trotzdem erreicht das Abkassieren hier eine ganz neue Dimension. Also das habe ich ja auch noch nie gesehen. Ein Ticketautomat nur für Motorräder. Aber diesmal haben wir Glück. Die netten Biker neben uns haben die Parkdauer ihrer Parkscheine noch nicht ausgereizt und geben sie an uns weiter. Okay, danke. Lange gültig. Cool, danke. Ist ja süß mit den Parkbuchten hier, aber allein schon mein Motor ist so breit wie die Parkbucht. Super nett, danke. Ja, kein Problem. Warte, den Abschnitt brauchst du auch nicht. Oh, okay. Ja, ist nur noch kurz da. Vielen Dank.
Also wir stellen fest, diese Parkbuchten sind nicht Reise-Enduro geeignet. Nee. Ist was knapp, ne? Gut, ich müsste mich gerade hinstellen und dann wird es ja zu reichen. Ja, bei dir passt's. Aber wie gesagt, mit den Sturzbügeln, das ist schon alles ausgefüllt. An dieser Stelle mal eine Frage an die Pappnasen, die auf die grandiose Idee der Parkscheine für Motorräder gekommen sind. Wo zum Geier sollen wir die bitte anbringen? Mit dem Scheibenwischer an die Frontscheibe pinnen? Aufs Armaturenbrett legen? Im Seitenfenster einklemmen? Merkt das selbst, oder? Kathi ist immer noch auf der Suche nach Hüten. Für die Sonne, die nicht mehr da ist. Ja, die wird wiederkommen. Ich finde den ja eigentlich ganz schön nur hinten. Nee. Ich finde nicht doof, dass er da was kürzer ist. Ja, hat was. Aber in meinen Koffer kommt der nicht. Den trägst du schön selbst. Blick zum Kehlsteinhaus. Kathi sieht's nicht. Ja, wie wär's denn mit dem Haus da oben auf dem Berg? Da ganz oben, auf dem allerletzten Berg. Ah, also doch da. Ja, Okay. natürlich. Das ist auf 1800 Meter. Das ist bestimmt nicht da vorne auf dem kleinen Hügel. Doofnuss. Versuch du mal 1000 Meter in die Höhe zu schätzen. Tja, Kathi, was soll ich sagen? Genau das habe ich gemacht. Später bin ich von der Rossfeld-Panoramastraße aus nämlich mit der Drohne in Richtung des von dort knapp 2 Kilometer entfernten Kehlsteinhauses gestartet. Genauso besonders wie seine Lage ist die Geschichte des Hauses. Obwohl nur für Hitler erbaut, hat er es doch so gut wie nie benutzt. Heute steht das Kehlsteinhaus nur deswegen noch, weil britische Bomber erst zu blöd zum Treffen waren und die Amerikaner es später lieber als Quartier nutzten, anstatt es zu sprengen. Ganz dorthin geschafft habe ich es an dem Tag aber nicht. Gegenwind und so. Daher zurück zum Königssee. Den bis zu 190 Meter tiefen Königssee wollten wir uns ansehen, da er so malerisch und ähnlich wie ein norwegischer Fjord zwischen den Felswänden der Berge liegt. Wenn man auf die Farbe des Wassers achtet, wird schnell klar, warum er außerdem als einer der saubersten Seen Deutschlands gilt. Und wir haben Glück, wegen des schlechten Wetters ist hier kaum etwas los. Das hier ist übrigens Donald, der zutrauliche Erpel. Der saß die ganze Zeit an dieser Stelle und fand es ganz interessant, die Touristen zu beobachten. Tja, der Königssee. Ich wäre mit Kathi gern drüber gefahren, aber 50 € insgesamt? Leute, wisst ihr, wie viel Döner das sind? Meine Essensumrechnung. Ja, richtig. Kathi konnte mir die Frage, wie viel Döner das sind, auch ad hoc nicht beantworten, weil es kommt darauf an, was für Döner. Haben wir auch Aber nicht bedacht. 10 bestimmt, ja. Ach ja, von daher aber wirklich schön hier. Ihr werdet nur geschröpft wie sonst was. Und damit kommen wir zum großen Finale unserer Tour, dem letzten Streckenabschnitt, dem letzten Zielpunkt im Navi, der Rossfeld-Panoramastraße. Eine 16 Kilometer lange Ringstraße, ihr könnt euch also aussuchen, von welcher Seite ihr sie hochfahrt, wir nehmen die Südauffahrt. Die Straße wurde 1938 ganz bewusst mit der Intention gebaut, auch als großer Abschluss der Deutschen Alpenstraße zu dienen. Aber erst 1955 wurde sie fertiggestellt, da man in Deutschland ab 39 irgendwie nur noch Mist im Kopf hatte. Die Rossfeld-Panoramastraße ist als B 999 eine sogenannte Privatstraße des Bundes. Und daher wird hier auch eine Maut fällig. Ohne Zettelchen lassen sie euch nicht durch die Schranke. 16 Kilometer von Schranke zu Schranke, dazwischen bis zu 13% Steigung und maximal 1570 Höhenmeter. Damit ist die Rossfeld-Panoramastraße die höchstgelegene durchgehende Straße Deutschlands. Wir haben Glück, der Regen hat aufgehört, hier und da brechen die Wolken auf und erlauben uns weite Blicke ins Tal.
Roßfeld-Panoramastraße, für mich das Highlight der Tour, habe ich mich drauf gefreut, war auch mit einer der Gründe, warum ich die Tour überhaupt gemacht habe. Und Ende der Tour tatsächlich. Wir haben das Ende der Alpenstraße erreicht mit der B999. 5 € Maut. Aber hat sich gelohnt. Es hat aufgehört zu regnen. Wir haben doch mal ein bisschen Glück, mehr Glück als Verstand, wie ich immer sage. Aber das war es erstmal. Von daher bleiben mir eigentlich nur wieder die salbungsvollen Schlussworte übrig. Es sei denn, Kathi möchte noch was sagen. Chris, wie hat es dir gefallen? Ach Kathi, ich bin so froh, dass du fragst. Ja, es war ein Urlaub der Extreme. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Handverletzung, Bullenhitze und Platzregen im Wechsel. Jetzt Temperatursturz um 20 Grad auf nur noch 10 Grad. Wahnsinn, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Und das in Deutschland, wo man eigentlich sagen könnte, wir haben jetzt Hochsommer. Ja. Bullenhitze den ganzen Tag, aber gut. Nein, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Auch mal eine andere Ecke Deutschlands gesehen. Ich war hier zwar als kleiner Stöpsel schon mal, aber da erinnert man sich natürlich nicht mehr großartig dran. Und dir? Ich würde es, glaube ich, kurz halten und sage eigentlich relativ abschließend, es wäre sehr abenteuerlustig. Wir haben wirklich einiges erlebt. War auch anstrengend, aber hatte auch hier und da wirklich sehr wunderbare Aussichten. Tja, ansonsten war es das für heute. Ich sage wieder vielen Dank fürs Mitfahren und natürlich für Kathi. Lasst einen Daumen oder ein Abo da oder schreibt ihr in die Kommentare, wie schön ihr es fandet. Abonnieren. Ja. Ne? Ich kann jetzt Kathi immer für die Werbung missbrauchen. Ja. Das ist schön. Wie gesagt, wäre schön, wenn ihr ein Feedback da lasst. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir haben auch schon die nächste Reise geplant. Kathi möchte unbedingt mal nach Schweden und das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ja. Haben sich auch viele in den Kommentaren gewünscht. Von daher, Wünsche können in Erfüllung gehen. Wir gucken mal. Nächste Tour kommt bestimmt. Ansonsten, bis dann. Bis dann.